Flach, flott und mit wenigen Handgriffen verwandelbar. Convertibles sind die Transformer unter den Laptops. Dank Touchscreen können sie auch ein Tablet ersetzen. Im Test müssen sie sich mit Ultrabooks messen. Die lassen sich nicht verwandeln, sind aber flacher und kompakter. Das sind sehr kompakte und sehr leistungsstarke Geräte. Das heißt, sie eignen sich besonders für Menschen, die viel damit arbeiten wollen, unter anderem eben auch unterwegs, zum Beispiel auf einer Geschäftsreise. Im Test 6 flexible Convertibles für 1.000 bis 1.620 € und 7 flache Ultrabooks für 800 bis 1.350 €. Mit 1.620 € ist das Modell von LG das teuerste Convertible im Test. Es hat reichlich Speicherplatz, der Prozessor verspricht flottes Arbeiten. Mit 1.220 Gramm liegt es in der mittleren Gewichtsklasse. Ist das teure LG besser als das Samsung für 1.180 € oder das Asus für 1.080 €? Mit 800 € ist das Acer das günstigste Ultrabook im Test. Für ein Ultrabook ist es aber nicht gerade leicht. Es hat eine hohe Bildschirmauflösung, ein flotter Prozessor und ausreichend Speicherplatz runden den Eindruck ab. Kann das Acer mit dem Asus für 1.200 € oder dem LG für 1.350 € mithalten? Die Gemeinsamkeiten zwischen den Ultrabooks und Convertibles sind, dass beide Produktgruppen eben relativ klein, kompakt und leicht sind, also gut zu transportieren. Und die Unterschiede sind eben in dem Fall, dass die Convertibles ein Touchscreen haben, dass ich sie also mit dem Finger oder mit einem Eingabestift bedienen kann, wie ein Tablet, während die Ultrabooks eben keinen Touchscreen haben. Im Internet surfen, E-Mails schreiben, Fotos bearbeiten. Im Labor wird geprüft, wie flott die Geräte laufen. Erfreulich, hier gibt es nichts zu meckern. Die Unterschiede sind gering. Selbst aber trat er dem Atreus Sohn Agamemnon entgegen. Beim Videochat dagegen zeigen sich die Unterschiede. Die Webcam des Convertibles von Asus ist eher mäßig. Das merken vor allem die Gesprächspartner am anderen Ende des Chats. Die Qualität des Bildschirms dagegen ist für ein Convertible ziemlich gut. Die Bildqualität, die war bei allen Geräten gut oder sehr gut, aber es gibt schon Unterschiede. Tendenziell ist es so, dass die Ultrabooks dann noch einen Tick besser sind. Das liegt daran, dass sie oft höhere Auflösung haben, etwas mehr Helligkeit und auch eine höhere Bildwiederholrate. Die insgesamt beste Bildqualität liefern die Ultrabooks von Acer und Samsung. Dank hoher Pixeldichte wirken die Bilder besonders brillant. Das hellste Bild liefert jedoch das Ultrabook von Asus. Unterwegs kann das von Vorteil sein, zum Beispiel im Zug oder auch im Freien. Wer häufig im Freien arbeitet, zum Beispiel im Café oder im Park, der sollte gerade auf Helligkeit achten, weil man da eben viel Sonneneinstrahlung hat oder Licht. Und dann muss eben auch das Display hell sein, damit man eben alles gut erkennt. Und da war das Asus Ultrabook wirklich vorbildlich. Das hat die höchste Helligkeit im Test. Auch wichtig für mobiles Arbeiten die Akkulaufzeit. Im Labor wird sie mit einem automatisierten Surfmarathon getestet. Den Geräten von Asus und Acer geht zuerst die Puste aus, nach immerhin respektablen 8 bis 8,5 Stunden. Die teuren Geräte von LG laufen weiter. Das Convertible hält über 16 Stunden durch, das Ultrabook sogar glatte 17. 16 oder 17 Stunden sind echt eine beeindruckende Akkulaufzeit. Man darf natürlich nicht vergessen, nach ein paar Jahren wird es weniger. Die Akkulaufzeit schrumpft. Aber wenn ich ein Gerät kaufe, was am Anfang 16 geschafft hat, sind es eben da vielleicht noch 14 oder 12. Wenn ich eins kaufe, was ohnehin nur 10 schafft, sind es da irgendwann 8 oder 6. Und dann wird es echt knapp. Im Labor wird auch die Kratzfestigkeit von Displays und Gehäusen geprüft. Erfreulich, die Stahlspitze des Härteprüfstabs hinterlässt kaum sichtbare Spuren. Bei der Handhabung können die Convertibles dank ihrer Touchscreens Punkte sammeln. Die Bedienung mit Fingern oder Pens klappt tadellos. Allerdings sind die Geräte wegen der angebauten Tastaturen nicht ganz so handlich wie herkömmliche Tablets. Am Ende der Prüfungen gibt es viele gute Noten. Testsieger bei den Convertibles LG und Samsung. Fast gleich gut das Asus. Das Asus kann nicht ganz mit den Testsiegern von LG und Samsung mithalten. Es hat aber das beste Display unter den Convertibles. Testurteil gut für LG und Samsung und Asus. Testsieger bei den Ultrabooks Asus und LG. Beinahe gleich gut das preiswerte Acer.
Testurteil gut für Asus, LG und Acer. Fazit: Die Geräte im Test überzeugen mit guter Leistung, aber Mobilität und Flexibilität haben ihren Preis.